Willkommen bei meiner neuen Serie, bei der ich 10 Diäten in 100 Tagen machen werde, um zu schauen, wie sie sich gemeinsam auf meinen Körper entwickeln. Bedenkt bitte deshalb, dass man diese Diäten nicht einzeln betrachten kann und es durchaus passieren kann, dass ich am Ende einer Diät mehr wiege als am Anfang. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Hey Leute, die nächste Diät auf meinem Plan ist die ketogene Diät. Das ist meine absolute Lieblingsdiät. Ich habe sie schon mal einen Monat lang gemacht und die ist super gut eingeschlagen. Ich habe sehr viel Gewicht verloren. Ich habe dabei gleichzeitig Muskeln dazu gewonnen, weil ich gleichzeitig noch im Fitnessstudio trainiert habe. Und hätte ich jetzt nicht diese dumme Idee gehabt mit den 10 Diäten in 100 Tagen, dann hätte ich bestimmt für ein paar Monate die ketogene Diät gemacht. Und wahrscheinlich wäre ich am Ende mit der Keto-Diät auch erfolgreicher, hätte mehr Fett verloren und hätte mehr Muskeln dazu gewonnen nach 100 Tagen, als ich es dann nach diesen 10 Diäten in 100 Tagen haben werde. Bei dieser Diät gibt es nur eine Regel für mich. Ich darf am gesamten Tag nur maximal 20 Gramm Kohlenhydrate essen. Das heißt, ich werde größtenteils nur tierische Produkte essen, wie Fleisch, Fisch, Milch, Käse und so weiter. Ich werde dabei auch nur sehr wenig Gemüse essen und auf Obst werde ich komplett verzichten, weil das Fructose enthält und Fructose wird im Eigenkörper auch in Zucker bzw. Kohlenhydrate umgewandelt und kann so die Ketose beeinträchtigen. Das Ziel dieser Diät ist nämlich, in den Zustand der sogenannten Ketose zu kommen, bei dem der Körper seine Energiequelle wechselt und seine Energie dann nicht mehr aus den Kohlenhydraten bezieht, sondern aus dem Fett, was man zu sich nimmt. Das heißt auch, je fettiger man isst, desto mehr Energie hat man auch den Tag über. In diesen Ketosezustand kommt man meistens nach 2 bis 4 Tagen, wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet. Und diesen Ketosezustand kann man sogar auch messen. Ich habe mir jetzt extra im Internet ein paar Teststreifen bestellt dafür. Ich bin gespannt, ob diese Diät in den nächsten 10 Tagen genauso gut funktionieren wird wie damals. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, ich bin Kasüler, das ist meine Wurst, legen wir los! So sieht mein Frühstück aus. Ich werde mir jetzt einen Kaffee machen mit Sojamilch, die hat überhaupt keine Kohlenhydrate, 0 Gramm. Außerdem habe ich hier ein paar Rohesser vom Globus. Das sind wirklich die allerbesten, die es gibt. Richtig, richtig lecker. Ich war jetzt einkaufen und wollte euch zeigen, was ich da so gekauft habe. Und zwar habe ich mir erstmal Vitamintabletten gekauft, weil ich ja jetzt komplett auf Obst verzichte und auch nur sehr wenig Gemüse esse. Und dann habe ich mir noch 800 Gramm Pfefferbeißer gekauft. Die haben jetzt 6 Euro insgesamt gekostet. Die werden mir so circa für 2 Tage lang. Und außerdem habe ich mir Let's Cheese gekauft. Das ist ein absoluter Geheimtipp von mir. Die Dinger schmecken so hammergeil und die haben nur 1,5 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Und hier in der Packung sind 50 Gramm drin. Schmecken also sehr, sehr gut, kosten aber auch 2 Euro pro Packung. Also 2 Euro für 50 Gramm, was teuer ist. Und ich habe mir außerdem noch ein Monster Mule zum Trinken gekauft. Das hat jetzt 2 Gramm Kohlenhydrate insgesamt für das ganze Getränk, 500 Milliliter. Und ja, wird schwer werden, damit über 20 Gramm Kohlenhydrate zu kommen. Heute ist der 3. Tag und mein Morgen sieht bis jetzt so aus. Ich mache mir jetzt ein paar Eier, mache mir Kaffee mit Sojamilch und dann fahre ich ins Fitnessstudio. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich den ganzen Tag lernen für meine Prüfungen. Ehrlich gesagt bekomme ich langsam Bauchschmerzen von den ganzen Rohessern und Pfefferbeißern, die ich esse. Ich habe aber wirklich im Moment sehr wenig Zeit, um mich ums Einkaufen zu kümmern und mal was Anständiges zu kaufen. Ich hätte auch wieder mal Lust auf Bacon, das darf ich nämlich auch essen morgens. Und meine Sojamilch ist heute alle geworden. Ich habe außerdem vergessen, dass ich mir am Anfang 1 Kilo Kirschtomaten gekauft habe. Und die darf ich auch essen, denn sie haben 3,1 oder 2 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Das heißt, hin und wieder 100 bis 200 Gramm würde in Ordnung gehen. Ich war eben im Aldi einkaufen und habe hier so eine Joghurt-Alternative entdeckt, die gar keinen Zucker hat. Diese basiert auf Soja und die hat absolut gar keine Kohlenhydrate, 0 Gramm. Bin ich jetzt gespannt, wie das schmeckt. Ja, schmeckt halt gar nicht mal so gut. Aber ist gut, mal was anderes zu essen als die ganze Zeit Fleisch oder Käse. Ich liebe Lachs, hat natürlich absolut gar keine Kohlenhydrate. Am 4. Tag schon erkennt man, dass ich stark in der Ketose bin. Gestern war es noch ungefähr bei 15 gewesen, heute ist es zwischen 40 und 80 Milligramm pro DL, was auch immer das bedeutet. Das wird für heute mein Frühstück sein. Bacon und ein Bulletproof Coffee. Ein paar Bockwürste beim Lernen für die Prüfung.
Schön mit Senf. Der da, der ist aus der Übung. Und da stand eine Aufgabe, Wunderbar. von Kakao. Heute ist der 5. Tag der Keto-Diät. Ich habe hier einen Bulletproof Kaffee mit einem Stück Butter drin. Außerdem habe ich mir ein bisschen Bacon gemacht und habe ein paar Kirschtomaten dazu genommen. Seit gestern spüre ich richtig, dass ich in der Ketose angekommen bin. Ich beziehe jetzt meine Energie aus Fett und je fettiger ich esse, desto mehr Energie habe ich auch. Es hat jedes Mal ein bisschen länger gedauert. Davor habe ich schon am dem 2. und 3. Tag ein bisschen was gespürt. Und jetzt hat es halt 4 Tage gedauert. Ich war den 2. und 3. Tag größtenteils sehr müde gewesen, weil dieser Umstieg von Kohlenhydraten zu Fett als Energiereserve nun mal eben ein bisschen dauert. Und bei mir hat es jetzt 4 Tage gedauert. Aber nichtsdestotrotz, ich bin seit gestern wieder vollkommen fit und habe außer abends hin und wieder ein paar Magenbeschwerden überhaupt keine Nachteile. Gut, vielleicht die Hautunreinheiten, die jetzt noch dazukommen durch das fettige Essen, aber dauert ja nur 10 Tage und ist ja schon bald wieder vorbei. Das Gute an dieser Diät sind Chicken Wings, so viele man will. Naja gut, nicht so viele man will, die haben immerhin 1,5 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Aufstehen, Eier machen, Kaffee mit Sojamilch machen und dann ab ins Fitnessstudio. So sieht doch ein guter Morgen aus. Kommen wir nun zum Fazit der Keto-Diät und erstmal zu den Nachteilen. Der erste große Nachteil war besonders stark in den ersten 4 Tagen zu spüren, nämlich die Energielosigkeit. Denn bei mir hat es genau 4 Tage gedauert, bis ich vollständig in die Ketose gekommen bin und ich war in diesen Tagen wirklich teilweise sehr schwach und hatte wenig Energie gehabt. Außerdem gab es auch danach hin und wieder Momente, wo ich diese Energielosigkeit gespürt habe, wenn ich mal zu wenig Fett gegessen habe oder allgemein zu wenig gegessen habe. Ein weiterer Nachteil war das große Verlangen nach Kohlenhydraten. Es gab so viele Momente, wo ich mir einfach gewünscht habe, in irgendwas reinzubeißen, was so viele Kohlenhydrate hat, wie zum Beispiel Brot. Immer wenn ich an einer Bäckerei vorbeigelaufen bin, habe ich mir gedacht, Alter, ich hätte jetzt so gerne ein Stück Brot, einfach nur ein Brötchen. Das hätte mir da schon gelangt. Der Einkauf dauert natürlich etwas länger, weil man schauen muss, wie viele Kohlenhydrate die einzelnen Produkte haben. Wobei man nach ein paar Tagen schon so ein gewisses Gefühl dafür bekommt, weil man weiß ja, Käse und Wurst haben meistens keine Kohlenhydrate, wenn sie nicht mariniert sind. Und der Einkauf ist durch die ganzen Fleischprodukte natürlich auch etwas teurer. Mich hat außerdem gestört, dass ich wenig Abwechslung hatte bei dieser Diät. Ich habe meistens nur das Gleiche gegessen, immer wieder die gleichen Käseflips, immer wieder die gleiche Wurst, immer wieder den gleichen Käse. Ich habe mir selber wenig Abwechslung gegönnt. Da bin ich auch selber etwas schuld dran. Kommen wir nun zu den Vorteilen. Der erste große Vorteil und auch der wichtigste Vorteil für mich bei allen Diäten ist, dass ich mich satt essen durfte. Ich durfte so viel essen, bis ich das Sättigungsgefühl erreicht habe und das war toll. Das war wirklich, wirklich toll. Ja, ich hatte trotzdem ein Verlangen nach Kohlenhydraten gehabt, aber es war trotzdem nicht so stark, als dass ich dem nachgeben müsste, weil ich ja trotzdem die meiste Zeit satt war. Der nächste Vorteil bei dieser Diät ist natürlich wieder der Gewichtsverlust. Ich konnte wieder ein bisschen abnehmen. Ich kann diese Diät jedem empfehlen, der gerne tierische Produkte isst und auch jedem, der relativ schnell Gewicht verlieren will und gleichzeitig auch nicht zu viele Muskeln. Vielen Dank für das Zuschauen. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich bin Kasüler, das war meine Wurst, haut rein!